Willi, 1:1 im Bernabeu, 1:1 gegen Real Madrid. Eine intensive Leistung, eine unglaublich starke Leistung von euch als Team. Was sagt man nach 90 Minuten hier? Ja, ich glaube, viel besser kannst du gar nicht hier auswärts spielen. Ich glaube, grundsätzlich ein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Viele klare Chancen rausgespielt, wenig zugelassen. Aber klar, wir haben uns nicht belohnt. Wir haben das Tor nicht gemacht, beziehungsweise dann zu spät den Ausgleich und am Ende nicht mehr geschafft. Ich glaube, grundsätzlich beide Spiele waren gut, viele Chancen rausgespielt, aber auf dem Niveau brauchst du halt den Killerinstinkt, den haben wir leider vermissen lassen. Ist das, was überwiegt am Ende, die Enttäuschung, weil man weiß, wir hatten Real Madrid so nah am Rande einer Niederlage und konnten weiterkommen ins Viertelfinale? Oder sagt man am Ende auch, Haken dran, wir sind auch einfach verdammt stolz auf unsere Leistung heute? Nee, aktuell nach dem Spiel überwiegt definitiv die Enttäuschung. Ich glaube, wenn wir heute effizient sind, können wir die sogar hier fast abschießen. Mit 2, 3 Toren schon erste Hälfte hatten wir Riesenmöglichkeiten. Aber wir müssen daran wachsen. Wir haben viele auch junge Spieler heute wieder auf dem Platz gehabt in der ersten Elf. Und daran gilt es einfach zu lernen, dass auf dem Niveau musst du effizient sein. Du musst den Killerinstinkt auspacken. Auf dem Niveau hast du oftmals auch vielleicht nicht den Schiri auf deiner Seite. Das sind Dinge, mit denen musst du umgehen und dann auch in dem richtigen Moment bei dir bleiben und dann die Chancen, die du hast, eiskalt nutzen. Und wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt heute, aber grundsätzlich haben wir eine gute Leistung gebracht, auf die sind wir stolz. Schiri, vielleicht nur ganz kurz das Thema. Natürlich ärgerlich, ne? Du wirst deutlich am Hals gepackt und dann ist es natürlich dann auch Vinny Junior, der dann das Tor natürlich macht ein paar Minuten später, ne? Ja, ich glaube, da kann man schon rot geben, definitiv. In beiden Spielen jetzt nicht für uns gepfiffen, wenn man die Situation dann auch noch in Erinnerung hat von dem ersten Hinspiel, dann die Situation mit dem Standardtor von Benjamin Šeško. Dennoch muss man schon auch so viel Eigenverantwortung haben und sagen, dass wir so viele Chancen hatten, dass wir das Spiel auch so entscheiden müssen. Rote Karte hin oder her. Aber klar, die kann man schon geben. Aber klar, auf dem Niveau ist es dann so, dass die Schiedsrichter auch nicht den Mumm haben, die Spiele dann irgendwo auch eine Richtung zu geben mit der roten Karte, was ärgerlich ist, weil es schon auch eine Szene ist, wo du ihn runterschicken kannst. Du hast vorher gesprochen von an den Aufgaben wachsen. Ich glaube, du bist das perfekte Beispiel von dran wachsen. Heute 300. Pflichtspiel für RB Leipzig. Du machst das Tor als Kapitän im Bernabeu. Wir spielen 1:1, unglaubliche Leistung. Das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung, auch auf die du persönlich sehr stolz sein kannst, oder? Ja, ich musste lange warten jetzt auf mein zweites Champions League-Tor. Deswegen habe ich schon mal heute Morgen so ein Gefühl gehabt, es wird auch ein schöner Moment heute im K.O.-Spiel. Deswegen freut es mich persönlich natürlich. Aber definitiv kann ich mich auch noch weiterentwickeln. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, bin jetzt nicht mehr so jung wie Xavi, aber ich fühle mich unheimlich gut und mache auch weiterhin Schritte nach vorne. Und ja, jetzt gilt der Fokus wieder auf die Bundesliga. Und das ist das richtige Stichwort. Sicherlich auch was nochmal unglaublich Motivation gibt, zu sehen, wir sind Auge auf Eye-Level mit Real Madrid und jetzt geht es in die entscheidenden Wochen im Kampf um die Champions League, oder? Ja, definitiv. Es sind, glaube ich, noch 10 Spiele in der Bundesliga. Wir haben ein klares Ziel, uns für die ersten 4 Plätze zu qualifizieren, beziehungsweise für die Champions League zu qualifizieren. Und jetzt gilt es erstmal, den Schalter umzulegen, weil am Wochenende, am Samstag dann Darmstadt kommt. Das ist unheimlich schwierig, dann so ein bisschen den Turnaround zu schaffen von Mittwochabend Champions League in Madrid jetzt zum Heimspiel gegen Darmstadt. Wir müssen schauen, dass wir gut regenerieren, dass wir ein gutes Energielevel da auch am Samstag haben. Aber wir brauchen unbedingt diese 3 Punkte zu Hause mit unseren Fans. Voller Fokus, Blick nach vorne und wir freuen uns auf viele weitere Spiele mit dir im Trikot von RB Leipzig. Dankeschön, danke. Danny, a tie at Bernabeu, 1-1 in the end. I know it's really hard right now, but we are really proud of your performance. You played amazing as a team. How are you feeling right now? Also, having in mind that today you could have actually beat Real. Yeah, a little bit disappointed, of course. I think the whole team make a really good game, really good qualification, 180 minutes. Maybe we deserve a little bit more. We had the chances, but at the end we didn't score. So at the end, I think we have to go with the head up back home because we did a really good game. Looking back again, definitely a Champions League season you guys can be proud of. You made it out of the group, made it to the round of 16 and showed an amazing performance against a top team like Real. Is that something that pushed you to the next step again to see a look back? Yes, again, a great season on a European level. Yeah, of course we can. We can play against top clubs. We have this shown this so far this season and the last season, but sometimes just we're missing a few details to overcome and to be able to win these games. But at the end, I think the team make an amazing work the 2 games, and we just have to be happy. You guys definitely did.
from our opinion, obviously, you should have deserved to make it to the quarterfinals. Going into the next weeks, the end of the season is near. We want to qualify for the Champions League, obviously. Do these moments like tonight help to motivate you guys to know, yes, we want to go back there? No, of course, it's a real goal that we have to be able to play Champions League next year is where we belong, of course, and we want to make it. How are you moving on now to the next games with Darmstadt and Cologne ahead? Do you have some time to rest after an intense game today, or is it straight back to focus on Bundesliga? No, of course, we have 3 days until the next game. It will be time to rest and to prepare it good. Bundesliga is also important, so now we just have to rest a little bit and come back stronger. Yeah, you deserve the rest. And Danny, once again, we're really proud of you. And yeah, looking forward to seeing you in the Bundesliga again. Thank you. Thank you.